Major-Depression. Nicht einfach Traurigkeit, nicht einfach ein schlechter Tag. Das ist wichtig zu verstehen, bevor wir anfangen. Jeder hat mal schlechte Tage. Was ist da der Unterschied? Traurigkeit hat einen Grund. Sie kommt, wenn etwas Schlimmes passiert, und sie geht wieder, wenn der Grund sich auflöst. Major-Depression braucht keinen Grund. Sie ist einfach da. Konstant. Schwer. Über Wochen oder Monate. Aber man merkt es doch, oder? Man weiß, dass man depressiv ist. Oft nicht. Das Gehirn produziert nicht genug Serotonin und Dopamin, die Botenstoffe, die für Freude, Motivation und Verbindung zuständig sind. Wenn diese Systeme zusammenbrechen, fühlt sich Taubheit normal an. Man sitzt mit Menschen zusammen, die man mag, alle lachen und man fragt sich, warum man nichts spürt. Das klingt erschreckend. Es ist das Tückische daran. Depression fühlt sich nicht wie eine Krankheit an. Es fühlt sich an wie die Wahrheit. Der Gedanke, mir geht es schlecht, verwandelt sich in ich bin so. Gedanken verlangsamen sich, Entscheidungen werden überwältigend. Aus dem Bett kommen kann sich anfühlen wie einen Berg besteigen. Und was hilft? Therapie und in vielen Fällen Medikamente. Beides zusammen funktioniert besser als eines allein. Aber der erste Schritt ist zu verstehen, dass es eine Erkrankung ist. Keine Schwäche, keine Entscheidung, keine Phase, die man einfach übersteht. Warum reden dann so wenige darüber? Weil Depression leise ist. Sie schreit nicht. Sie zieht dich nur langsam nach unten, bis du vergessen hast, wie oben sich angefühlt hat. Wie lange kann das dauern? Eine depressive Episode dauert unbehandelt im Schnitt 4 bis 9 Monate. Manche Menschen erleben eine einzige Episode im Leben, andere haben wiederkehrende Phasen. Jede unbehandelte Episode erhöht das Risiko für die nächste. Deshalb ist frühzeitige Behandlung so wichtig, nicht nur um den aktuellen Schmerz zu lindern, sondern um das Muster zu unterbrechen. Dysthymie, auch bekannt als persistierende depressive Störung. Stell dir Major-Depression vor, aber leiser, flacher und dafür jahrelang. Jahrelang? Mindestens 2 Jahre per Definition. Viele Menschen mit Dysthymie kennen keinen anderen Zustand. Sie denken, das ist einfach ihre Persönlichkeit. Etwas pessimistisch, etwas müde, etwas freudlos, aber funktionierend. Das klingt wie die Hälfte der Menschen, die ich kenne. Genau das ist das Problem. Dysthymie ist schwer zu erkennen, weil sie sich so normal anfühlt. Man geht zur Arbeit, man erledigt die Dinge, man lacht manchmal sogar. Aber irgendwo im Hintergrund läuft immer ein leises Grau. Und man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich so sehr daran, dass man vergisst, dass es anders sein könnte. Wenn jemand mit Dysthymie zum ersten Mal eine erfolgreiche Behandlung erlebt, sagen viele, ich wusste nicht, dass es sich so anfühlen kann. Ich dachte, alle fühlen sich so. Das ist eigentlich sehr traurig. Es ist auch sehr häufig und sehr oft unbehandelt, weil es nie schlimm genug erscheint, um Hilfe zu suchen. Aber Jahre eines gedämpften Lebens sind kein kleines Problem. Kann sich Dysthymie zu etwas Schlimmerem entwickeln? Ja, wenn jemand mit Dysthymie zusätzlich eine major-depressive Episode entwickelt, nennt man das Double Depression, eine der belastenderen Kombinationen überhaupt. Das Grundniveau ist schon niedrig und dann kommt noch ein akuter Einbruch dazu. Viele beschreiben es als endlich zu verstehen, warum sie sich ihr ganzes Leben so schwer gefühlt haben. Bipolare Depression. Bipolare Depression ist die depressive Phase einer bipolaren Störung. Das Gehirn pendelt zwischen Extremen. Manie auf der einen Seite, tiefe Depression auf der anderen. Was passiert bei Manie? Euphorie, Rastlosigkeit, kaum Schlaf notwendig, Gedankenrasen, das Gefühl, alles schaffen zu können. Klingt zunächst angenehm, ist es aber nicht. Riskante Entscheidungen, unkontrollierte Ausgaben, zerstörte Beziehungen. Und dann kommt der Absturz. Genau. Die manische Phase bricht zusammen und die Depression trifft mit voller Wucht. Schwerer noch, weil der Kontrast so extrem ist. Man erinnert sich daran, wie viel Energie man hatte und jetzt kann man kaum aufstehen. Das muss sich anfühlen wie 2 völlig verschiedene Menschen in einem Körper. Viele Betroffene beschreiben es genau so, das Tückische. In der manischen Phase fühlen sich viele gut, suchen keine Hilfe. Die Konsequenzen zeigen sich erst später. Deshalb wird bipolare Störung im Schnitt 10 Jahre lang nicht korrekt diagnostiziert. 10 Jahre. 10 Jahre. Oft falsch als reine Depression behandelt, was die Manie sogar verstärken kann. Die richtige Diagnose ist hier entscheidend. Gibt es verschiedene Arten? Bipolar 1 und Bipolar 2. Bei Bipolar 1 gibt es vollständige Manien, extreme, oft stationär behandlungsbedürftige Episoden. Bei Bipolar 2 sind die Hochphasen abgeschwächt, als Hypomanie bezeichnet, aber die depressiven Phasen können genauso tief sein.
Bipolar 2 wird noch keimert häufiger übersehen, weil die Hochphasen von außen manchmal wie gute Laune oder Produktivität aussehen. Saisonale Depression. Saisonale Depression oder SAD. Sie kommt mit dem Herbst und geht mit dem Frühling. Ich mag den Winter auch nicht besonders. Winter mögen und saisonale Depression sind zwei verschiedene Dinge. SAD ist eine klinische Erkrankung. Das Gehirn reagiert auf weniger Tageslicht. Die Melatoninproduktion steigt, der Serotoninhaushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Das Ergebnis sind echte depressive Symptome, die sich jedes Jahr wiederholen. Jedes Jahr zur gleichen Zeit. Wie ein Uhrwerk. Man kann es fast im Kalender markieren. Oktober kommt. Die Energie verschwindet. Der Appetit auf Kohlenhydrate steigt, der Schlafbedarf nimmt zu, die Stimmung fällt, April kommt und es ist vorbei. Das erklärt einige meiner Kollegen. Lichttherapie hilft sehr effektiv. Eine spezielle Lampe mit 10.000 Lux, morgens 20 bis 30 Minuten. Das Gehirn reagiert darauf, als wäre Sonnenlicht da. Bei vielen Betroffenen reicht das allein. Einfach eine Lampe. Einfach eine Lampe. Manchmal sind die Lösungen unspektakulär. Wichtig ist, die Lampe konsequent zu benutzen. Nicht nur, wenn man sich schlecht fühlt, sondern täglich ab Herbstbeginn. Präventiv, nicht reaktiv. Wer damit wartet, bis die Depression voll eingesetzt hat, kämpft gegen den Strom. Postpartale Depression. Postpartale Depression tritt nach der Geburt eines Kindes auf, betrifft bis zu 15% aller Mütter und wird massiv unterschätzt. Aber man hat gerade ein Kind bekommen. Man sollte doch glücklich sein. Genau diese Erwartung macht es so schwer. Wenn alle sagen, das muss die schönste Zeit deines Lebens sein, und man selbst sich leer, überfordert oder emotional abwesend fühlt, dann kommt Scham dazu. Man denkt, etwas stimmt nicht mit mir als Mutter. Und dann redet man nicht darüber. Selten. Dabei ist der Auslöser biologisch klar. Der drastische Abfall von Östrogen und Progesteron nach der Geburt verändert die Gehirnchemie fundamental. Dazu Schlafmangel, körperliche Erschöpfung, eine komplett veränderte Identität. Das ist kein Versagen, das ist Neurochemie. Wie lange dauert es? Unbehandelt Monate, manchmal länger. Behandelt erholt sich die große Mehrheit vollständig. Aber der erste Schritt ist, es zu benennen. Und zu wissen, dass gute Mütter postpartale Depression haben können, dass beides gleichzeitig existieren kann. Das sollte man viel öfter sagen. Ja, sollte man. Es gibt übrigens auch postpartale Depression bei Vätern. Weniger bekannt, aber real. Bis zu 10% der Väter entwickeln in den ersten Monaten nach der Geburt depressive Symptome. Auch hier spielen Schlafmangel, Rollenveränderung und Druck eine zentrale Rolle. Die Gesellschaft erlaubt Vätern noch seltener darüber zu sprechen. Psychotische Depression. Psychotische Depression ist eine schwere Form der Major-Depression, bei der zusätzlich psychotische Symptome auftreten. Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Dinge hören oder sehen, die nicht da sind, oder Überzeugungen, die von der Realität abweichen. Das klingt nach etwas völlig anderem als Depression. Deshalb wird sie oft falsch eingeschätzt. Die psychotischen Symptome entstehen nicht aus dem Nichts. Sie sind direkt mit der depressiven Stimmung verbunden. Typisch sind Schuldwahnvorstellungen, die Überzeugung, etwas Schreckliches getan zu haben, für das man bestraft werden muss. Oder nihilistische Überzeugungen, dass man bereits tot ist, dass nichts real ist. Das ist erschreckend. Es ist auch sehr, sehr einsam, weil man der eigenen Wahrnehmung nicht mehr trauen kann und weil die Überzeugungen sich absolut real anfühlen, nicht wie Symptome, sondern wie Fakten. Wie behandelt man das? Antidepressiva allein reichen oft nicht. Eine Kombination aus Antidepressiva und Antipsychotika zeigt die besten Ergebnisse. In schweren Fällen ist stationäre Behandlung notwendig. Es ist eine der schwersten Formen, aber sie ist behandelbar. Wie häufig ist das? Seltener als andere Formen, aber nicht selten genug. Etwa 15-20% aller Menschen mit schwerer Depression entwickeln auch psychotische Symptome. Das Risiko steigt mit dem Alter. Bei älteren Patienten wird sie noch öfter übersehen, weil die Symptome als Verwirrtheit oder Demenz fehlgedeutet werden. Situative Depression. Situative Depression, klinisch Anpassungsstörung mit depressiver Stimmung. Sie entsteht als direkte Reaktion auf ein belastendes Lebensereignis. Also doch eine Depression mit Grund. Mit Grund, aber trotzdem klinisch relevant? Der Unterschied zur normalen Trauerreaktion. Die Intensität oder Dauer ist unverhältnismäßig zum Auslöser oder sie beeinträchtigt das tägliche Funktionieren erheblich. Jobverlust, Trennung, Umzug, ein Todesfall. Das Gehirn kommt mit dem Verarbeiten nicht nach. Wann ist Trauer normal und wann ist es eine Störung?
Die Grenze ist nicht scharf. Aber wenn nach 3 Monaten die Symptome noch genauso intensiv sind wie am Anfang, wenn man nicht mehr arbeiten kann, soziale Kontakte vollständig meidet oder wenn Gedanken an Selbstverletzung kommen, dann ist es mehr als normale Anpassung. Und was hilft? Situative Depression reagiert sehr gut auf Kurzzeitpsychotherapie. Weil es einen konkreten Auslöser gibt, gibt es auch einen konkreten Ansatzpunkt. Die meisten erholen sich vollständig. Aber das bedeutet nicht, dass man es einfach aussitzen soll. Wird schon besser werden, ist also keine Therapie. Keine Therapie. Manchmal wird es besser, manchmal wird es schlimmer. Die Frage ist, wie lange man wartet. Und was man in dieser Zeit verliert. Beziehungen, Arbeit, Gesundheit, während man darauf hofft, dass es von alleine geht. Atypische Depression. Atypische Depression, trotz des Namens, ist sie alles andere als selten. Sie ist eine der häufigeren Subtypen, aber am schwersten zu erkennen. Warum atypisch? Weil sie sich anders verhält als das klassische Bild. Menschen mit atypischer Depression können ihre Stimmung kurzzeitig aufhellen. Bei guten Nachrichten, bei sozialen Ereignissen, bei positivem Feedback, das nennt man Stimmungsreaktivität. Das klingt doch eigentlich besser. Auf den ersten Blick. Aber genau das macht die Diagnose so schwierig und so belastend. Nach außen wirkt man manchmal normal, sogar fröhlich. Innerlich ist man erschöpft, schwer in den Gliedern, überempfindlich gegenüber Ablehnung. Jede kleine Kritik trifft wie ein Schlag. Überempfindlich gegenüber Ablehnung, das kenne ich. Es ist eines der Kernmerkmale. Die Angst, abgelehnt zu werden, beeinflusst Beziehungen, Karriereentscheidungen, das gesamte soziale Leben. Man zieht sich zurück, bevor jemand die Chance hat, einen zu enttäuschen. Das ist eigentlich eine sehr clevere, aber sehr traurige Strategie. Das Gehirn versucht, Schmerz zu vermeiden. Es wählt dabei Wege, die langfristig mehr Schmerz erzeugen. Das ist Depression. Nicht dumm, nicht schwach. Nur ein Gehirn, das unter falschen Prämissen arbeitet. Kann man das ändern? Mit der richtigen Behandlung sehr gut. Atypische Depression reagiert besonders gut auf MAO-Hämmer und auf bestimmte Formen der Verhaltenstherapie. Es dauert, aber es funktioniert. Jede dieser 8 Formen klingt vollkommen anders. Weil sie es sind. Depression ist kein einzelnes Ding. Es ist eine Familie von Erkrankungen mit unterschiedlichen Ursachen, unterschiedlichen Verläufen, unterschiedlichen Behandlungen. Deshalb funktioniert auch die Behandlung nicht für alle gleich. Was bei einer Person wirkt, kann bei einer anderen wirkungslos sein oder sogar schaden. Und deshalb hilft es, die Unterschiede zu kennen. Genau deshalb. Nicht um sich selbst zu diagnostizieren, sondern um die richtigen Fragen stellen zu können. Beim Arzt, beim Therapeuten, mit sich selbst. Wer versteht, was mit ihm passiert, kann besser beschreiben, was er braucht. Und das ist der erste echte Schritt. Das ist ein guter Abschluss. Es ist auch eine gute Erinnerung. Depression ist häufig, behandelbar und kein Zeichen von Schwäche. Das gilt für alle 8.